denke, das ist immer rückenstärkend, wenn man sich mit Gleichgesinnten verbindet und vielleicht da auch die Erfahrungen, die man so macht, teilen kann. Mein Name ist Sandra Buchmüller. Ich bin seit September 2022 hier Eleonore-Trefts-Professorin und habe einen Hintergrund in Soziologie und Design und verbinde eigentlich Inhalte aus beiden Disziplinen, beziehe mich da auf die Gender Studies, die feministische Wissenschafts- und Technikforschung und kombiniere die mit Ansätzen aus der Designforschung. Zum ersten Mal bin ich auf die TU Dresden aufmerksam geworden durch die Vorlesungsreihe der Gender Concept Group. Die organisieren ja Ringvorlesungen auch zur Gender- und Technikverbindung. Und ich wurde dann auch während der Corona-Zeit selbst als Referentin eingeladen zu dieser Vortragsreihe, konnte aber nicht, das hat dann meine Kollegin übernommen. Und bin eigentlich ganz glücklich, dass ich dann im September selber da auch stehen konnte und dann auch sozusagen meine Perspektiven in dieser Vorlesungsreihe einbringen konnte. Ja, das ist natürlich mein Kerngeschäft, ne, dass ich sozusagen gendersensible oder ich nenne es je nach Kontext immer mal ein bisschen verschiedene, also auch feministische Technikforschung mache und zeige, dass eigentlich das sehr praktische Ansätze und Denkmodelle sind, die wichtig sind, um Technologie sozial gerecht und vielleicht sozial inklusiver zu gestalten. Da geht es nicht nur explizit um den Geschlechteraspekt, sondern auch um andere Aspekte, wie zum Beispiel Alter, Bildungshintergrund, vielleicht auch beruflicher Hintergrund. Und ich glaube, was immer sehr wichtig ist zu betonen, dass Männer und Frauen natürlich verschieden sind, dass sie aber nicht qua Biologie oder Geschlecht auf irgendwas festgeschrieben sind, sondern dass mit den Gender- und Diversity-Aspekten bestimmte Alltagsrealitäten verwoben sind. Und das, was eigentlich mein Anliegen ist, dass wenn wir Gender- und Diversity-Aspekte mit anschauen, dass wir uns mit diesen unterschiedlichen Alltagsrealitäten und auch mit diesen unterschiedlichen Anforderungen von ganz unterschiedlichen Nutzungsgruppen auseinandersetzen. Und deshalb denke ich, würde das nicht nur für eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern beitragen, sondern insgesamt zu einer pluralen und inklusiveren Gesellschaft in Bezug auf Technologienutzung. Ich merke ja, dass ich sozusagen jetzt von der zweiten in die erste Reihe gerutscht bin und das ist durchaus eine andere Position, weil ich jetzt mit den Themen wie Gender und Technik oder auch feministische Technikforschung nochmal ganz anders sichtbar bin hier an der Hochschule. Und das ist durchaus eine Herausforderung, die ich aber total spannend finde, auch wie ich mich in solcher Rolle fühle. Und das ist, denke ich, genau die Herausforderung, die ich hier auch explorieren kann für mich.